einen wunderschönen guten Nachmittag. Für alle, die mich nicht kennen, da steht es groß oben, mein Name ist Karin Teigl, bin Unternehmerin, komme aus dem Salzburger Land, nämlich vom Innergebirge, aus Wagrain und trage heute eine traditionelle Uniform. Du nickst in der ersten Reihe und denkst da, what the fuck? Was hat die Alte auf der Bühne an? Wurscht, ich war immer schon anders und das ist gut so und darf heute ein bisschen über Träumen sprechen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit der Aufnahme und meiner Geschichte über die kleine Emma. Die Emma war 7 Jahre alt, als ich sie das erste Mal getroffen habe. Und ich habe sie gefragt, hey Emma, eine coole Socke, ganz eine flotte. Ich habe gesagt, Emma, was ist dein größter Traum? Was ist dein Ziel? Was willst du mal erreichen? Und die Emma steht da voll selbstbewusst mit ihren 7 Jahren und sagt, ich will Sängerin werden. Habe ich gesagt, cool Emma, das ist eine gute Idee, das machst. Jahre vergehen, ich triff die Emma wieder, die Emma ist mittlerweile 15 Jahre alt und ich sage zu Emma, hey Emma, was geht? Hast du noch einen Traum? Wie schaut's aus? Was willst du mal werden, wenn du groß wirst? Und die Emma steht wieder voll selbstbewusst vor mir und sagt, ich will TikTokerin werden. Ich sage, okay, man kann halten davon, was man will, aber cool Emma, das machst, ich glaube an die, coole Sache. Es vergehen wieder ein paar Jahre, mittlerweile ist die Emma 25, ich bin auch schon dementsprechend alt, über das sprechen wir jetzt nicht. Die Emma ist 25 Jahre jung und ich triff sie wieder und sage, Emma, was ist aus deinen Träumen geworden? Bist Sängerin, bist TikTokerin und die Emma steht da so mit verschränkten Händen und sagt, na, bin ich nicht. Sag ich, was ist passiert? Bist du gelandet? Bist du schon in Hollywood oder was ist passiert mit dir? Und die Emma schaut mich an und sagt so, na, ich habe das gemacht, was der Papa gesagt hat, ich bin studieren gegangen. Und ich glaube, wir kennen alle diese kleine Emma in uns, die mit jungen Jahren super motiviert ist, die sich alles zutraut. Ihr kennt dieses kleine Kind in euch, die einfach keine Grenzen kennt. Und dann wird man erwachsen. Und dann passiert irgendwie was mit uns, dass wir dieses Träumen verlernen. Warum ist es so? Ich habe in den letzten 25 Jahren mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen. Und warum mache ich das? Ich unterhalte mich immer sehr, sehr gerne. Ich mag den Austausch, weil man was lernen kann dabei. Und ich habe 3 Gründe so ein bisschen gelernt oder erforscht, warum Menschen im Erwachsenwerden dieses Träumen verlernen. Und der erste Grund ist, wir zerdenken Dinge. Wenn wir uns an die kleine Emma von damals zurückerinnern, die hat nichts zerdacht. Die hat gesagt, ich will Sängerin werden, mit Überzeugung. Sie hat gesagt, ich will TikTokerin werden, egal was alle anderen gesagt haben, ich will das werden. Und die erwachsene Emma sagt, na, und so sind wir leider auch ein bisschen, jetzt könnte ja das passieren. Das könnte schief gehen, beziehungsweise das hat bei uns in der Familie noch niemand gemacht, also kann ich das auch nicht machen. Und nein, ich weiß nicht mehr, wie ich da soll, ich frage einen Erwachsenen. Und das bringt mich zum zweiten Grund. Der zweite Grund ist, dass wir dann die erwachsenen Menschen um Rat fragen und normalerweise ist es so, wenn man mit einer utopischen Idee kommt, mit einem riesengroßen Traum, dass dann 8 von 10 Leute in der Regel sagen, bist deppert. Wie soll das gehen? Das hat bei uns noch niemand gemacht, also wirst es du auch nicht schaffen. Ganz schnell abgetan. Wenn du dann vielleicht 2 Menschen findest, 2, kann sein, dass du welche findest, die sagen der kleinen Emma oder der großen mittlerweile, das geht easy. Brauchst gar nicht viel da. Machst du einfach deinen Traum und dann passt es schon. Dann wird die Emma sagen, cool. Kommen wir zum dritten Grund. Wenn die Emma dann sagt, das geht easy, dann wird die Emma schneller mal realisieren, dass sie schon auch was dafür tun muss. Weil einerseits her, es geht nicht und die anderen sagen mir, geht leicht. Und dann ist der Emma schon wieder alles zu mühsam und die Emma denkt sich dann so, na, das gefreut mich nicht. Das ist mir zu mühsam, ich mache lieber doch das, was der Papa gesagt hat. Und diese kleine Emma, die steckt in jedem von uns. Und ich kann euch eins sagen, sie kommt auch immer wieder. Die große Emma viel, viel mehr im Erwachsenenleben als wie die kleine Emma. Also was würde jetzt der kleinen Emma, eigentlich der großen, raten? Ich würde ihr sagen, wenn du und die Emma einen Traum haben, dass man was dafür tun muss. Dass Durchhaltevermögen gefragt wird. Und es wird nicht immer leicht sein. Aber ich würde sagen, wenn das ist, was du wirklich, wirklich willst, dann ist das halb so schlimm. Und dann fühlt sich das auch halb so schlimm an. Ich glaube, ihr alle kennt das. Wenn ihr für was brennt, wenn ihr eine Leidenschaft habt, dann auch wenn einmal ein bisschen ein Gegenwind kommt,
du gibst trotzdem weiterhin Gas. Und ich würde aber auch sagen, dass wenn einmal was nicht okay ist, dann ist das auch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, Emma, umgib dich von Menschen, die dir gut tun. Frag um Hilfe. Das ist nämlich auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Bloß nicht fragen. Und dann, wenn ich gefragt wird, bloß nichts sagen. Und man denkt so, wo ist denn jetzt das Thema? Wo ist das Problem? Das heißt, ich würde sagen, geh zum Menschen, frag um Hilfe. Es ist keine Schwäche. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Stärke, um Hilfe zu fragen. Das ist meine Meinung. Und dann würde ich sagen, und deshalb habe ich dieses Buch in der Hand, dann würde ich zu Emma sagen, hey, ich gebe dir mein Träumebuch. Und da habe ich immer schon geschrieben, dazu komme ich gleich nochmal. Und notier dir mal deine Stärken. Notier dir das, was du gut kannst. Und dann in weiterer Folge würde ich sagen, Emma, notier dir deine Träume. Egal ob utopisch, egal ob unrealistisch, egal ob groß oder klein. Wichtig ist, dass ihr wieder an euch glaubt, dass ihr die kleine Emma in euch rausholt und das niederschreibt. Weil wisst ihr, was passiert, wenn man Dinge niederschreibt und notiert und visualisiert? Man löst Emotionen aus. Man löst ein Kribbeln aus. Und bei mir war das damals so, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, vor mittlerweile 8 Jahren, habe ich das Träumebuch gestartet. Das ist genau das Original. Und da stehen lustige Sachen drinnen. Lustig, warum? Jetzt, retroperspektiv betrachtet, habe ich damals notiert, und es war vollkommen utopisch, ich habe notiert, ich will zu Frühstück bei mir, bei Claudia Stöckl, bei Ö3. Primetime am Sonntag, ihr lacht alle, der Mann in der 3. Reihe schaut sehr, sehr kritisch. Verstehe ich, weil was will die Frau, die was jetzt auf der Bühne steht mit diesem super Outfit, bei Frühstück bei mir zum Teufel? Aber wisst ihr, was ich sage? Ich habe an mich geglaubt. Und es war mir wurscht, was die Leute gesagt haben. Ich habe das für mich gemacht. Und nicht für die Nachbarin, nicht für den besten Freund und für mein Gspusi damals, sondern ich habe es für mich gemacht. 7 Jahre später läutet mein Telefon, es klingelt, Claudia Stöckl ruft an, sagt, servus, das ist die Claudia Stöckl von Ö3, willst du meine Gästin sein? Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe es geschafft. Mein utopischer Traum ist in Erfüllung gegangen. Und für all diejenigen, und diese kleine Emma, die große Emma, die wird immer wieder auftauchen bei euch. Immer wieder. Und es wird so viele Neinsager geben in eurem Leben, die sagen, jetzt schreibst du in der Birche rein. Na lieb. Das ist alles Hokuspokus und es ist ein Schmarrn. Wisst ihr, was ich die Leute sage? Auch heute noch. Geht's doch alle eine Runde schlafen? Weil ihr limitiert euch selbst. Ihr limitiert euch selbst, das ist auch meine Meinung. Und ihr müsst kein Träumebuch führen. Ihr könnt ein Vision Board machen. So sagt man das nämlich neu modern. Klebt euch eine G-Klasse rauf oder was auch immer. Solche Ziele interessieren mich nicht. Aber, schon gut, oder? Dann schreib's auf. Komplett egal. Egal, was das ist, was du willst, was Emotionen in dir auslöst, das klebst auf der Vision Board oder schreibst in ein Träumebuch. Und ihr habt heute so einen inspirierenden Tag gehabt. Es waren so coole Gästinnen auf der Bühne, die so gute Sachen gesagt haben. Wir haben Vorträge gehört über Glück, über Träumen, an sich glauben, nicht mehr zu warten. Wir warten immer alle. Auf was? Macht die Weltreise. Und wenn nicht jetzt, notiert es euch. Und falls diese große Emma wieder auftaucht, dann sagt ihr, glaub an dich. Gib Gas, scheiß da nichts und glaub an dich und gib alles. Und wenn harte Zeiten kommen, dann hol dir gute Leute ins Boot, die dir Gutes wollen, dir Gutes tun und dir Gutes zusprechen. Und all diejenigen, die nicht offen sind, habe ich bereits vorher gesagt, die limitieren sich selber. Die Türen stehen offen. Ihr müsst es nur durchgehen. Das ist ein Schritt. Vielen, vielen Dank.